Suchst du auch eine starke 4-2-3-1-Taktik für mehr Siege in Rivals und der Weekend League? Hier gibt's die beste Formation plus Tipps, wie du es im Spiel umsetzt. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an die 4-2-3-1, eine der besten, der ausgeglichensten Taktiken sowieso, auch insbesondere nach dem Patch. Und natürlich gibt es hier nicht nur die Taktik, die Anweisung, sondern auch nochmal Tipps, wie du es im Spiel umsetzt und die besten Spieler für diese Formation. Wir fangen jetzt an mit der Taktik und denk dran, ich starte zum Beispiel hier in der 4-3-3. Du kannst im Spiel auf die individuellen Taktiken umstellen, ohne Chemieverlust. Und das Ganze machst du mit dem Steuerkreuz nach rechts und links. Da kannst du wechseln, zum Beispiel ich habe sie hier auf Offensiv. Das heißt, ich wechsle mit dem Steuerkreuz hier hin und dann haben alle Spieler die absolute Chemie vom Start. Fangen wir an mit der Verteidigung. Die lasse ich auf ausgeglichen. Das ist einfach am besten, gerade hier in dieser Formation. Die kann man fürs ganze Spiel spielen. Da will ich nicht sofort mit ständigem Druck oder so zocken. Das kann ich ja auch immer noch wieder über Steuerkreuz, über das D-Pad anpassen. Die Breite habe ich in der Verteidigung 45. Sehr, sehr viele Leute spielen eng auf Konter. Da will ich nicht zu große Lücken. Und dann die Tiefe, die kann man so auf 50 lassen, wenn du es ein bisschen vorsichtiger magst. Stell die auch auf 45. Guck aber, dass du nicht zu tief drin bist, denn dann gibt es keinen Abseits mehr und gute Gegner werden den Ball sehr, sehr oft in deinen 16er bringen. Kommen wir zur Offensive und das Aufbauspiel, das sind die ersten 2 Drittel und dann die Chancenerarbeitung ist das letzte Drittel auf dem Spielfeld, wie dort unsere Taktik ist. Und beim Aufbauspiel, da mache ich immer schneller Aufbau. Ich will, dass einfach Spiele vieler Läufe machen. Du siehst hier, die Leute, die Spieler starten Vorstöße. Genau das will ich. Du kannst es auch immer noch mit L1 machen und dann zum Beispiel hier über außen nach vorne kommen. Und dann die Chancenerarbeitung, also das letzte Drittel, da will ich auf jeden Fall entweder Läufe in die Spitze, wenn du noch nicht so gut darin bist, viele Spieler zu schicken und dir oftmals die Räume fehlen. Wenn du da schon richtig gut drin bist, dann nimmst du die zweite Option, dann nimmst du ausgeglichen. Wir kommen ja gleich zu den besten Spielern für die Formation, für alle Budgets. Und ganz, ganz wichtig ist hier dann bei den ZOMs, nämlich der rechte und der linke ZOM, deswegen geht die Breite hier auch hoch auf 65. Das sind fast quasi wie Außenspieler, die wollen wir sehr, sehr weit haben. Das heißt, ich mache hier die Breite auf 65 und ich aktiviere in der Regel noch mit Steuerkreuz nach oben für die Offensivtaktiken und dann Steuerkreuz nach rechts für Vorstöße an der Seitenlinie. Dann spielen die Spieler, wie du es hier siehst, auf dem Radar zum Beispiel noch breiter und auch unsere beiden ZOMs sind noch breiter auseinander. So entstehen dann Lücken in der gegnerischen Kette, in die wir reinspielen können und in die wir dann unsere Spieler reinschicken wollen mit L1. Und eben hier durch das Ausgeglichen mit L1 dann oder eben durch das Läufe in die Spitze. Spieler im Strafraum, das packe ich auf 3. Ganz einfach, weil ich selbst Spieler reinstecke. Die starten ja automatisch, wenn man so auf den Außen ist. Da sind wir ja manchmal. Und ja, ich schicke die selbst, wenn du sagst, du könntest hier auch so auf 5 gehen, wenn du sagst, Mensch, ich bin da noch nicht so gut drin in diesem Spieler schicken. Das ist halt eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dann bei Ecken und Freistößen, das packe ich beides jeweils auf 1, denn Konter sind eine große Nummer und gerade nach Ecken kann man immer noch diese einfachen Konter mit dem hohen Ball in den Lauf kriegen. Das heißt, das würde ich so niedrig wie möglich setzen. In-game spiele ich das Ganze dann so, dass wir hier vorne einen Stürmer haben mit 5 Sterne Weak Foot. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen das gleich noch in den Spieleranweisungen, wie wir den nutzen. Aber das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und dann Abschluss und die Schusskraft sind im 16er ganz entscheidend. Und bei den Außenspielern, da ist es sehr, sehr gut, wenn man Spieler hat, die auch einen guten Weitschutz haben und eine gute Schusskraft. Denn Weitschuss und Schusskraft, die beiden Werte entscheiden am meisten darüber für diese Finesse-Shots, die wir von außerhalb des 16ers machen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch hier finde ich es nicht schlecht, 5 Sterne zu haben und dann rechts zum Beispiel einen Linksfuß zu haben. Dieser Lincoln zum Beispiel, der spielt bei mir den rechten ZOM, ist ein Linksfuß. Das heißt, der kann so schön in den langen Winkel reingehen. Und dann Lukas eben auf der anderen Seite als Rechtsfuß. Die beiden ZTMs, da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man auf jeden Fall über 80 Tempo ist, denn wenn du sonst im Mittelfeld geschlagen wirst, wir wollen sehr, sehr viel mit den ZMs verteidigen und zwar im Verteidigungslauf. Wenn wir beide Schulterntasten nutzen, dann gehen wir in diesen Jockey, in diesem Verteidigungslauf, können besser Pässe abfangen, können den Weg zum Tor blockieren, können so in Zweikämpfe gehen und da ist es einfach wichtig, dass man eine gewisse Schnelligkeit hat, weil sonst, wenn du einmal geschlagen bist durch so einen hohen Ball, kommst du einfach nicht mehr hinterher und auch die Beweglichkeit und die Balance zählen hier rein. Auch hier würde ich gucken, so um die 80 Spieler zu haben. In der Verteidigung, da will ich auf jeden Fall auch schnelle Leute haben und auf jeden Fall ein Shadow drauf packen, um so nah wie möglich an die 99 Tempo zu kommen, denn wirklich die größte Gefahr sind wirklich die Konter dieser ganzen tiefstehenden Gegner und die können wir halt nur manuell verteidigen, wenn wir schnelle Verteidiger haben.
wie man manuell Konter verteidigt, verlinke ich dir hier nochmal. Kannst du dir nach diesem Video angucken, denn jetzt schauen wir auf die Spieleranweisungen. Fangen wir an mit dem Stürmer und den wollen wir auf jeden Fall zentral orientieren. Wir haben ja nur einen Stürmer, der soll auf jeden Fall vorne im 16er drin sein. Bei den Offensivläufen, da habe ich zum Beispiel drin Abwehr überlaufen, einfach, dass man da nochmal unterstützt, dass die Spieler halt in den 16er ziehen, wir die anpassen können. Und ich packe den Stürmer auf vorn bleiben, der kann dann vorne trotzdem noch genutzt werden, um den Gegner anzulaufen, aber er sinkt nicht so tief ab. Zum Beispiel mein Son hat sowieso hoch Arbeitsraten, das heißt, den packe ich auf vorn bleiben, dass er nicht zu tief geht. Der zentrale und die äußeren ZOMs, die sind unterschiedlich. Bei den äußeren, da packen wir einfach nur noch drauf für Flanken in den Strafraum. Das heißt, dass sie auch automatisch noch stärker reinziehen. Der Rest bleibt bei den gleich und bei den mittleren. Da wollen wir auf jeden Fall vorn bleiben reinpacken. Und wir wollen auch noch konservatives Abfangen reinpacken, denn dann haben wir diesen Stürmer und diesen ZOM immer als im Aufbauspiel als Anspielstation und die sinken dann nicht zu tief ab durch die Defensivarbeit. Die beiden ZTMs, die sind auch beide gleich, und zwar beim Defensivverhalten wollen wir die auf jeden Fall auf Passwege zustellen packen. Denkt dran, mit dem Running Jockey, mit dem Verteidigungslauf, beide Schultertasten L2 und R2, LT und RT auf der Xbox, kannst du sehr, sehr gut eben diese Bälle auch manuell abfangen. Wir wollen halt mit Passwege zustellen, dass die stärker da auch reingehen. Offensivunterstützung, hinten bleiben bei Angriffen, nicht in Verteidigung absinken, dann machen die deine Viererkette kaputt, indem sie da zwischen die Verteidiger gehen. Das wollen wir nicht, aber wir wollen hinten bleiben bei Angriffen. Wir haben ja vorne schon die 4 offensiven Spieler und haben dann die beiden ZTMs halt vorm 16er, dass man die auch noch nutzen kann im Aufbauspiel. Und dann bei Defensivpositionen immer Mitte abdecken. Bei allen Formationen wollen wir eigentlich die ZTMs in der Mitte in der Verteidigung haben. Die Außenverteidiger LV, RV sind auch wieder beide gleich. Hinten bleiben bei Angriffen, konservatives Abfangen. Ich möchte nicht, dass die zu stark, zu aggressiv draufgehen, dann von schnellen Außenspielern geschlagen werden. Und die Laufart ist übergreifend. Das bedeutet, die sind so weit außen, wie es geht. Und dadurch verdrängen sie nicht andere Spieler, und durch das Übergreifen hat man dann auch im Aufbau immer diese Anspielstation, denn in dieser 4-2-3-1 können wir perfekt nach vorne kommen, nicht weil wir flanken wollen, aber perfekt nach vorne kommen über die Außen, denn dort ist immer der einfachste Weg, um dann vor den 16er und in den 16er zu spielen. Diese 4-2-3-1 kannst du wirklich das ganze Spiel über nutzen. Die ist sehr, sehr ausgeglichen. Ich mache das so, dass ich meistens damit ins Spiel reingehe. Falls ich jetzt irgendwie dringend ein Tor brauche oder so, dann wechsle ich auf die 4-4-2. Mit der Formation kann man auch noch mal mehr Druck machen. Ist ein kleines bisschen konteranfälliger, aber hier hast du die Chance, wirklich auch zu pressen, wenn du irgendwie hinten liegst mit 10 Minuten Rest oder so in der Weekend League. Und diese 4-4-2, die verlinke ich dir hier auch nochmal, kannst du dir auch nochmal reinziehen, dass du so 1-2 Taktiken hast, damit du auch im Spiel flexibel wechseln kannst. Abonniere den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus, ciao, ciao.